Ich habe heute einen ganz besonderen Auftrag für dich, X. Schießen Sie los. Unglücklicherweise hat Agent Q versagt. Er sollte etwas sehr Wertvolles und in den falschen Händen Gefährliches bewachen. Es handelt sich um eine Liste, in der wir dummerweise alle wahren Identitäten unserer Leute niedergeschrieben haben. Y hat vor 10 Tagen Q eliminiert und sich die Liste angeeignet. Wir haben versucht, es zu vertuschen, doch nun muss ich auf dich zählen. Du kennst doch sicherlich Y oder X. Natürlich. Jeder hat schon einmal von ihm gehört. Aber niemand kennt ihn wirklich. Dein Auftrag ist nun, Y zuvorzukommen. Du sollst ihm die Liste wieder abnehmen und ihn beseitigen, bevor er all unsere Agenten tötet. Was ist mit meiner Bezahlung? Du bekommst jetzt 10%. 10%? Die restlichen 90% bei Auslieferung der Liste. Wie soll ich das schaffen? Letztes Mal waren es doch noch 20. Ich verhandle nicht. Solltest du den Auftrag annehmen, verschwinde jetzt besser. In 10 Sekunden werde ich mich selbst zerstören. Selbst zerstören? Du kannst dich... Verschwinde einfach. Da liegt Kotze! Ja, tut mir leid. Ich weiß, du hast es im Moment schwer mit den Drogen, Timo. Du kannst so lange hier wohnen bleiben, wie du willst. Aber versprich mir, dass du versuchst, davon runterzukommen. Du weißt, ich bin bereit, dir immer zu helfen. Du musst es mir halt nur sagen. Luisa hat mit mir Schluss gemacht. Was? Wie lange ist das denn schon so? Ich will da jetzt nicht drüber reden. Wo warst du eigentlich die ganze Nacht? Arbeiten. Guckst du mit? Hey Robert. Ich dachte, wir wollten abends mal wieder was zusammen unternehmen. Und heute Abend? Ja, heute Abend kann ich leider nicht. Ich muss wieder arbeiten. Okay. Mann.
Bis morgen. Jo. Ich schaff das nicht. Ja, dann warte ich auf dich. Ciao. Hast du das gerade gesehen? Was gesehen? Der eine und dann der andere so. Psst, ganz ruhig. Ich hab dein Zeug. Wie viel? 200. Okay. Hier. Also ich muss dann mal los. Moment! Das sind nur 9. Ich verspreche dir, du kriegst das nächste Mal das Doppelte. Versprochen. Okay, Okay. Ja. ist in Ordnung. Aber das nächste Mal passiert sowas nicht. Now listen, y'all, that everything is going wrong. You can help me out, try to figure it out. No doubt we can't talk about it, we can't walk around it. Yes, give it to me, please. Speed up and see me. Hey, Hey, ich habe Essen gemacht. Nimm dir. wieso bist du denn schon da? Ich habe heute mal früher Schluss gemacht. Schluss gemacht. Hey, dann können wir heute was zusammen machen. Hast Bock? Wo warst du denn gerade? Spazieren. Spazieren? Ja, ich muss mich ja irgendwie ablenken, wenn du nicht da bist. Damit ich nicht dieses Teufelszeug nehme. Jetzt, wo ich Luisa nicht mehr hab. Ich hatte etwas über sie herausgefunden. Dass sie mir etwas verheimlichte, hatte ich ja schon länger im Gefühl. Sie hat einen anderen. Und? Was hast du getan? Ich habe das Gespräch gesucht, war bereit, ihr zu verzeihen, aber sie servierte mich ab. Tut mir leid. Ich kann verstehen, dass du dich dann den Drogen hingegeben hast. Was? Das hat nichts damit zu tun. Ist in Ordnung. Ich habe doch gesagt, dass ich für dich da sein werde. Ich brauch deine Hilfe nicht. Big Johnny.
gehen am besten gleich schon nach oben. Mein Mitbewohner muss sich erst noch beruhigen. Möchtest du was trinken? Wasser. Robert? Robert! Also, eigentlich muss ich auch gleich schon los, aber... Timo, das ist mein Kumpel Kisho. Kisho, das ist Timo. Ich glaube, ihr werdet euch gut verstehen. Ich mache mich dann fertig. Ich muss gleich zur Arbeit, weil ich mir gestern Abend freigenommen habe. Was machst du denn hier? Ich wohne hier bei Robert. Was machst du hier? Ich bin schon ewig mit Robert befreundet. Hör zu, er weiß nicht, was ich bin. Und er weiß nicht, dass du diese Pillen von mir bekommst. Und das soll auch so bleiben. Also halt deinen Mund und gib mir meine 30 Euro. 30? Willst du mich verarschen? Du musst deine Schulden vom letzten Mal noch begleichen. Aber das waren 20. Das nächste Mal solltest du es dir besser überlegen, wenn du mir nicht die ganze Kohle gibst. Okay. Ich hab's gerade nicht hier, aber warte, bis Robert weg ist. Was ist los? Nichts? Na dann. Bis dann. Hi. Na und wie war die Arbeit? Wie immer. Hast Hunger? Ja, ich hab seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Entschuldigung, muss ich eben rangehen. Kisho. Er will heute Abend noch kommen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Und Timo? Was machst du so? Ich komponiere. Aber im Moment läuft's nicht so gut. Was ist mit dir? Hat dir das Robert noch nicht erzählt? Ich arbeite in einer Sushi-Bar. Siehst du, Timo? Das ist ein richtiger Job. Kisho hier hat sogar eine eigene Wohnung. Das hätte ich vielleicht auch, wenn du mir mal ab und zu das Klavier stimmen lassen würdest. So kann ich nicht arbeiten. Hast du das mal angehört? Ja, immer liegt es am Klavier. Ja, guck dir mal. Ich habe zu Hause ein E-Piano. Früher konnte ich immer bei Luisa spielen. Luisa? Ja, sie war meine Freundin. Bis vor 2 Wochen jedenfalls. 2 Wochen? Das tut mir leid. Du kannst gerne mal zu mir kommen zum Arbeiten. Vielleicht wird es dann ja besser bei dir. Ja, danke. Ich muss langsam mal ins Bett. War ein harter Tag. Ich bring dich noch zur Tür. Timo, räumst du das hier ein bisschen auf? Ja, klar. Danke, Timo. Kisho? Kisho? Kisho! Ah, Alter! Oh. Wo sind wir? War das geil, Mann. Ist es dein Haus? Aber tut mir leid, dass die gestern alle verbraucht haben. Was? Ey,
Aber keine Sorge. Ich bezahle die ich gestern genommen habe. Kannst du mir für heute Abend neue besorgen? Gut, Robert ist schon weg. Morgen. Wieso bist du schon wach? Hast du wieder dieses Zeug genommen? Timo, wenn du dir nicht schon von mir helfen lassen willst, dann versuch es doch wenigstens selber und nimm nicht jeden Tag diese Pillen. Nimm meine Hilfe doch wenigstens an, wenn du es alleine nicht schaffst. Es ist doch nichts Schlimmes dabei. Ja, es tut mir leid. Wieso bist du eigentlich schon wieder da? Ich dachte, du arbeitest heute am Tag. Nee, ich musste nachts wieder raus. Ich leg mich auch gleich wieder hin. Hey! Hey Timo, was machst du hier? Hey, ich wollte fragen, ob du nicht vielleicht jetzt schon was für mich hast. Ich kann nicht bis heute Abend warten, bitte. Kann auch nur der Teil sein, den du mir noch schuldest. Komm erst mal rein. Ich kann dir erst einmal etwas zu essen anbieten. Hast du Hunger? Ja, es geht. Danke, Kisho. Komm, setz dich. Hier, iss. Danke. Also, ich muss gleich arbeiten. Ich habe natürlich momentan nichts hier. Aber wenn ich wiederkomme, bestimmt. Hier in der Gegend wohnt auch Luisa. Erzähl mal, was passiert? Ach, Vielleicht geht es dir dann besser. da ist dieser eine Wichser. Aber ist schon gut, ich will dich damit nicht belasten. Hart getroffen, was? Ist lecker. Was erwartest du? Ich bin immerhin Koch. Was? Ich dachte, das wäre nur eine Ausrede für Robert. Wegen deinem Handeln. Nebenverdienst. Oh, ich muss gleich los. Du kannst auf mich warten und hier komponieren, wenn du willst. Hast ja nichts anderes zu tun. Na, wie war die Arbeit? Anstrengend, wie immer. Hast Lust fernzusehen? Klar. Das ist böse, ja. Aber er ist auch stark. Ich glaube, ich war vor 3 Tagen abends high bei Luisa. Und nun? Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Manchmal kommen so Erinnerungsteile, aber ich kann das nicht kontrollieren. Also heißt das, du weißt nicht mal mehr, was du dort gemacht haben könntest? Ich weiß noch nicht mal, ob es nicht nur ein Traum gewesen ist.
Ja, das kenne ich. Das passiert manchmal, wenn man... Sie hat einen anderen. Im Traum? Nein, in echt. Ich hab's herausgefunden und wollte ihr verzeihen, weil ich ohne sie nicht kann, wie man sieht. Aber sie will anscheinend nur ihn. Erst da fing es an mit denen. Du weißt schon. Vorher konnte ich auch ohne komponieren und ich hatte auch keine Probleme. Robert hat schon gesagt, dass es was mit ihr zu tun hat, aber ich habe das vorher nie so gemerkt. Weißt du, das ist wie so eine Art Ersatz für mich. Entweder Luisa oder diese Pillen. Na, dann würde ich das hier sicher freuen. Hey. Alter, du siehst voll scheiße aus. Hör mal, vielleicht solltest du mal mit Luisa reden. Meinst du nicht auch? Es könnte doch sein, dass sich dadurch noch etwas ändert, oder? Ja. Robert. Vielleicht hast du recht. Just want to be fine. I just want to feel alright. Like the years before, now the light turns into gray. I just want to follow you into the house. How will it end to like someone you don't love when you just ignore? I can't escape, shut me down, the pain is running, 'cause time is getting short. How will it feel like we will never ever know why it was bound to happen? Now I'm sitting here, imagine what you'll do tonight. Was mache ich denn hier? Als ob sie jetzt da wäre. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? So eine Zeitverschwendung. Daran ist nur Robert schuld.
Warst du bei Luisa? Was hat sie gesagt? Nichts. Sie war nicht da. Und was ist dann los mit dir? Du siehst aus, als hättest du gerade einen Mord miterlebt. Mir geht's gut. Hi, was machst du gerade? Ich bin gerade nicht zu Hause. Triff mich, Okay. Bis gleich. Hi. Kannst du mir vielleicht... Hör zu, Timon. Ich habe gerade mit meinem Dealer gesprochen. Und das, was wir befürchtet haben, ist eingetroffen. Was ist denn passiert? Meinem Dealer wurde der Hahn abgedreht. Er bekommt keine Pillen mehr. Da ist nämlich noch so ein anderer Typ, der ein Monopol in dem Geschäft erzwingen wollte. Was er letztendlich auch geschafft hat. Das bedeutet für uns, wir bekommen nichts. Nur noch von diesem Kerl. Du kannst mir gar nichts mehr besorgen? Ich habe heute frei und bin schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Kontakt mit ihm herzustellen, damit mein Geschäft nicht zugrunde geht. Aber fürs Erste gibt's nichts. Tut mir leid, mein Freund. Du musst dich noch ein wenig gedulden. Brauchst du die denn schon wieder so dringend? Komm, wir fahren los. Gestern bist du doch auch den ganzen Tag ohne ausgekommen. Ja, schon. Irgendwie. Ich war bei Luisa. Was? Wieso das denn? Ja. Robert hat mir geraten, mal wieder mit ihr zu reden. Robert. Und? Was ist passiert? Als ich gerade wieder gehen wollte, hat sich das Fenster ihres Zimmers geschlossen. Obwohl ich geklingelt hatte und sie eigentlich nicht da sein sollte, war jemand da. Ich musste sicher gehen, was da vor sich ging. Deshalb bin ich auf das Dach der Garage geklettert, weil man von dort aus in ihr Zimmer gucken kann. Du weißt schon, dass es ziemlich seltsam ist? Ja, aber was hätte ich tun sollen? Ich bin also auf das Dach. Ich spähte von da aus in ihr Zimmerfenster und du errätst nicht, was ich dort gesehen habe. Da war ein Kerl und der zog sich gerade an. Ein Kerl und Luisa war nicht zu Hause. Und ich meine, dass es noch nicht mal der war, wegen dem sie mit mir Schluss gemacht hat. Was ist bloß in dieser kurzen Zeit aus ihr geworden? Oder war sie schon vorher so und ich war nur einer dieser Typen? Ich verstehe das alles nicht. Was heißt das? Naja, und dann bin ich wieder zu Robert und hab dich dort angerufen. Tut mir leid, mein Freund. Hört sich wirklich an, als bräuchtest du die Teile dringend. Dafür muss ich dich jetzt aber leider hier absetzen, damit ich weiterkomme. Von hier aus schaffe ich es auch allein. Ich rufe dich an, wenn es etwas Neues gibt. Und dann reden wir weiter, okay? Dirty Joe.
hallo? Ich wollte noch mal mit dir reden. Bist du das, Timo? Ja, natürlich. Erkennst du mich da nicht mehr? Na, du siehst irgendwie so anders aus. Also, weshalb ich mit dir reden wollte. Ist es wirklich einfach so vorbei? Wir können uns doch noch mal zusammensetzen und vielleicht nur eine Pause machen oder so. Ach, Timo. Servier den anderen doch einfach ab. Das ist doch nichts Ernstes, oder? Und nimm mich wieder. Den anderen? Wovon redest du? Ich hab ihn gesehen. Es war ein anderer als... Zwischen uns war es doch immer was Ernstes. Wieso dann all diese Typen? Timo, hast du es denn immer noch nicht verstanden? Luisa, ich kann nicht mehr ohne dich. Timo, du warst wie sie. Wie meinst du das? Ja, diese Typen. Für mich warst du genauso einer wie die. Ich meine, du warst doch nicht der Einzige. Und du bist mir am Ende ein bisschen zu aufdringlich geworden. Ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass du unsere Beziehung nicht so gesehen hast wie ich. Aber wenn du das immer noch nicht verstehst. Oh, ich muss jetzt auch langsam mal los. Kisha? Hey, was ist denn los? Wieso bist du heute Morgen nicht schon rangegangen? Habe ich anscheinend nicht mitbekommen. Ich habe mit Luisa geredet. Es stimmt. Ich bin nur einer von vielen. Die schenke ich dir. Danke. Du brauchst sie echt dringend. Wo hast du die denn auf einmal her? Ich habe doch gestern den Kontakt hergestellt und habe es heute geschafft, welche von ihm zu besorgen. Deshalb hatte ich dich ja schon so früh angerufen, aber mir gefällt da was nicht. Mir ist gestern etwas Komisches passiert. Als du weg warst, hatte ich so ein Gefühl, als ob mich jemand beobachtete. Und dann wurde auf einmal alles schwarz und das nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie ich in meinem Bett aufwache. So als hätte ich diese Dinger genommen. Möchtest du, dass ich dich zu ihm führe? Zu wem? Zu diesem Dealer. Ich möchte, dass du dir da selbst ein Bild von machst und mir sagst, was du denkst. Ich weiß noch nicht, was ich von dieser Organisation halten soll. Ich weiß nicht, Kisho. Du weißt, ich kann nicht gut mit solchen Leuten. Kannst du das nicht für mich machen? Du weißt, dass du damit ziemlich viel Geld machen kannst. Du könntest meine Kunden übernehmen. Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, damit aufzuhören. Mein Komponieren läuft ja sowieso nicht so gut. Genau. Und willst du für den Rest deines Lebens bei diesem Robert hausen? Okay, meinetwegen. Aber ich garantiere für nichts. Ich schaue mir das dann nur mal kurz an. Ich fahr dich hin. Yeah, I felt like a hit boy, sick on me that I run in the chick goes. Everyone breaks your neck, no space. Who the fuck are you? Moments alive, never deny. All the time, lessons to die. Stand up and run, find a gun, give you advice. Frag nach dem Vorgesetzten. Sie sollten dich dann dorthin führen. Herein. Guten Tag. Hallo, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ist Ihr Vorgesetzter da? Also, zurzeit ist er noch außer Haus, aber er sollte in einer Viertelstunde wiederkommen. Sie können so lange hier warten, wenn Sie wollen. Okay, danke. Hey, ich bin's. Er ist noch nicht da. Soll ich das echt durchziehen? Ja, du hast ja auch recht. Aber ist das nicht gefährlich? Naja, du hast ja auch schon Erfahrung.
Okay, wenn du das sagst. Was? Ach ja, du musst ja arbeiten. Tut mir leid, viel Spaß noch. Hey, ruf mich an, wenn du wieder frei hast, okay? Ciao. Hallo? Ja. Ist in Ordnung. Auf Wiederhören. Entschuldigung, Herr Nutz. Timo Nutz. Also, Z ist gerade eingetroffen. Sie können nun zu ihm. Gehen Sie einfach die Treppe rauf, dann werden Sie es schon finden. Z? Hallo Timo, ich habe dich schon erwartet. Guten Tag. Ich bitte dich, nicht näher zu kommen. Wenn man einen solchen Beruf hat wie ich, muss man vorsichtig sein. Alles klar. Tut mir leid. Wunderst du dich denn gar nicht, warum ich deinen Namen weiß? Na, ich nehme mal an, der Sekretär hat es Ihnen erzählt. Ich sehe schon. Du bist ein cleveres Kerlchen. Und, was willst du? Ich habe gehört, dass Sie diese hier verkaufen. Das ist richtig. Was willst du? Naja, mein Job läuft nicht so gut und ich brauche ein bisschen Geld und... Du willst also Arbeit von mir. Rede nicht so viel drumherum. Okay, tut mir leid. Aber wieder Zufall willen, habe ich einen Job. Wirklich? Natürlich. Als Drogenverkäufer wärst du nur unnötig und überfordert. Ich habe etwas anderes für dich. Etwas anderes? Etwas anderes. Aus verlässlichen Quellen weiß ich, dass du ein Meister darin bist. Vielleicht weißt du es selber nicht, aber ich weiß es. Was meinen Sie? Du wirst dich aber, genau wie ich, verstecken müssen. Du brauchst eine Art Kostüm, wie ein Superheld. Ja, du wirst ein Superheld sein. Nein, du bist schon einer. Er steckt schon in dir. Wir müssen ihn nur erwecken. Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht. Du verstehst anscheinend so einiges nicht. Wirst du ihn also annehmen oder nicht? Ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. X. Hey, was war denn los? Wieso bist du schon wieder nicht rangegangen? Es war wieder so wie gestern. Alles schwarz und ich bin in meinem Bett aufgewacht. Nimm mir erstmal eine Pille. Du hast doch noch welche, oder? Ja, stimmt. Ich habe ja gar keine genommen. Und? Erzähl mal.
Sie haben mir einen Job angeboten. Großartig. Dann kannst du mich ja jetzt ablösen. Nee, sie meinten, ich wäre zu was anderem gut. Etwas anderem? Oh Mann. Ja, ich weiß auch nicht, was sie meinten. Aber als ich aufgewacht bin, war da ein Zettel, auf dem stand Willkommen X. Was hat das zu bedeuten? Ah, da fällt mir ein, den Vorgesetzten nannten sie Z. Was sollen diese Buchstaben? Ich habe mich ein bisschen umgehört. Von X war nie die Sprache. Aber Z wurde mir genannt. Und außerdem ist da noch jemand anderes, den sie Y riefen. X, Y und Z? Lächerlich. Ja, schon. Aber so wirst du nicht mehr denken, wenn du hörst, was diese Y ist. Was meinst du? Er ist ein Killer. Wenn mich nicht alles täuscht, ein Auftragsmörder und ein Grausamer noch dazu. Er soll schnell sein und seine Opfer innerhalb von Sekunden töten. Ja, aber was hab ich mit dem Scheiß zu tun? Frag am besten nicht mich, sondern diesen Z. Aber ich würde aufpassen, wem du was erzählst. Ich rate dir erst einmal, mit niemandem sonst darüber zu reden. Nicht einmal mit Robert. Ja, natürlich. Was meinst du, soll ich direkt zu Z gehen? Wie du willst. X. Sehr witzig. Ja, was soll ich denn auch sonst tun? Bis dann. Was soll das mit diesem X? Was wollt ihr von mir? Gut, du bist wieder bei dir. Ich bitte dich in Zukunft hier nur noch als X zu erscheinen. Natürlich ungesehen von allen anderen Augen. Wir wollen doch nicht, dass wir aufhören. Hör's mir jetzt mal zu. Du willst jetzt erstmal meine Fragen beantworten, sonst was? Sonst gehe ich zur Polizei? Die Polizei. Du hast keine Ahnung. Was wollt ihr von mir? Ich möchte, dass du einen Kerl beseitigst, der sich Smart George nennt. Also doch. Ich soll für Geld Leute töten? Nenn es so, wie du am besten damit klarkommst. Hauptsache ist, dass es durch uns legitimiert ist und du dir keine Sorgen um Konsequenzen machen musst. Ich kann das nicht. Du kannst es. Du verstehst es nur nicht. Hier, nimm deine Bezahlung und finde es heraus. Ich bekomme als Bezahlung nur diese Pillen? Zusätzlich wird dir ein hübsches Sümmchen auf dein miserables Konto überwiesen, was dir deine Existenz sichern wird. Aber ich denke, du wirst die Teile schon bald als wichtiger ansehen. Da es dein erster Job ist, bekommst du nun schon die Hälfte deiner Gage. Den Rest wirst du kriegen, wenn du erfolgreich Es tut warst. mir leid, aber ich denke, ich werde Sie enttäuschen müssen. Geh nun! Moment noch. Wie sollte ich diesen Smodge finden? Smart George! Und das soll dein Problem sein. Verschwinde jetzt! Smart George. Alter! Was geht denn bei dir, Digga? Was ist los mit deinen... Du solltest mal zum Arzt gehen, Digga. Oder hast du irgendwas genommen? Was ist denn jetzt los? Ey! Oh. Hey, was ist los? Hey, willst du was essen? Ich kann jetzt nichts essen.
glaube, ich habe jemanden getötet. Was redest du da? Du hattest recht. Sie wollten, dass ich so werde wie dieser Y, von dem du geredet hast. Der Job ist Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger. Und du hast nicht abgelehnt? Ich weiß auch nicht, wie der es geschafft hat, mich zu überzeugen. Ich konnte nichts gegen ihn tun. Ich musste es einfach tun. Was musstest du tun? Er hat mir diese Pillen gegeben und diese Andeutung gemacht. Ich habe sie genommen und dann habe ich ihn umgebracht, Kisho. Ach hey, das hast du bestimmt nur geträumt. Nein, das war real. Ich bin ein Mörder. So wie dieser Y. Oh, ich weiß nicht, Timo. Ich hab dir doch gesagt, dass mir da etwas nicht gefällt. Geh lieber einfach nicht zurück. Du wirst das sowieso nicht durchziehen. Bleib einfach hier und wir können ein bisschen zusammen abhängen. Ich ziehe mich zurück und du besorgst dir einen Job. Job. Da fällt mir ein, wir haben heute mittags geöffnet. Hey, tut mir wirklich leid. Bis später. Ich wusste es. Gut gemacht. Hier ist die zweite Hälfte. Was? Es war wirklich souverän. Ich bin überrascht. Deine Fähigkeiten stellen sich sogar als noch nützlicher heraus, als ich anfangs angenommen hatte. Meine Fähigkeiten sind nicht dazu Du da. kannst gehen. Ich werde dich wissen lassen, wenn ich einen neuen Ich Auftrag werde für dich nicht habe. zulassen, dass noch weiter. Geh. Oh, morgen. Morgen. Hast du Hunger? Ich mach gleich was zu essen. Ja, danke. Und? Wie geht's Kisho? Gut, nehme ich an. Und geht's dir mittlerweile besser? Anscheinend tut dir der Umgang mit ihm gut. Besser, aber nicht gut. Das mit Luisa liegt dir noch schwer am Magen, was? Ich muss los. Wohin gehst du denn? Kisho, er hat mir was zu essen gemacht. Ich hab dir auch was zu essen gemacht. Ja, er will mir was zeigen. Und? Wer ist es diesmal? Sie ist bekannt als Cute Caroline. Und Sie werden mir wieder nichts Näheres erzählen? So läuft es nun mal ab, X. Hier, deine 20% Voranschlag.
Du schläfst ja mittlerweile länger als ich. Such dir mal einen Job, dann wird dein Tag wieder geregelter. Frag doch Keisha, ob du bei ihm mitmachen kannst. Das habe ich nicht nötig. Was machst du eigentlich die ganze Nacht? Arbeiten. Du hast einen Job? Natürlich. Das ist ja toll. Was machst du? Ja, ich gehe duschen. Nein, ich meine, was du... Dirty Dope. Ordinary Oliver. Brother Bastien. Terrible Tom. Murder President. Grumpy Alain Lucas. Aber so wie du aussiehst, geht es dir ja mit dem Job besser als vorher, oder? Ich weiß auch nicht. Keine Gewissensbisse? Nee, an die meisten Sachen kann ich mich ja gar nicht wirklich erinnern. Aber das ist doch gut. Dann kannst du dir ja bald eine eigene Wohnung leisten und musst nicht mehr bei diesem Robert wohnen. Bin ja mal gespannt, wie viel die mir da bezahlen. Aber schön, dass du soweit Luisa vergessen hast. Ist ja immerhin jetzt schon über 3 Wochen her. Naja, ich muss da mal los. Wir sehen uns heute Abend oder so. Ja. Bis dann. Ich habe heute einen ganz besonderen Auftrag für dich, X. Schießen Sie los. Unglücklicherweise hat Agent Q versagt. Er sollte etwas sehr Wertvolles und in den falschen Händen Gefährliches bewachen. Es handelt sich um eine Liste, in der wir dummerweise alle wahren Identitäten unserer Leute niedergeschrieben haben. Y hat vor 10 Tagen Q eliminiert und sich die Liste angeeignet. Wir haben versucht, es zu vertuschen, doch nun muss ich auf dich zählen. Du kennst doch sicherlich Y oder X. Natürlich. Jeder hat schon einmal von ihm gehört. Aber niemand kennt ihn wirklich. Dein Auftrag ist nun, Y zuvorzukommen. Du sollst ihm die Liste wieder abnehmen und ihn beseitigen, bevor er all unsere Agenten tötet. Sie wollen, dass ich Y umbringe. Was? Wie sollst du das denn anstellen? Ich weiß nicht. Nach allem, was ich über ihn gehört habe, ist er unaufspürbar. Niemand weiß, wer er wirklich ist oder für wen er arbeitet. Er ist ein Meister. Und ich? Nur ein Anfänger. Wie soll ich das nur jemals schaffen? Bisher hast du es doch auch immer geschafft, ohne zu wissen, wer diese Leute in Wirklichkeit sind. Sonst habe ich auch einfach immer nur diese Pillen genommen. Und als ich wieder zu klarem Verstand kam, war der Job erledigt. Und ich habe den nächsten Auftrag bekommen. Aber jetzt? Jetzt habe ich es mit einem anderen Auftragsmörder zu tun. Was ist, wenn er schneller ist und merkt, dass ich hinter ihm her bin? Dann BOOM! Bin ich schneller tot, als ich schlucken kann. Dann versuch es mal ohne Drogen zu schaffen, wenn du zu sehr Angst hast, dass du dadurch beeinträchtigt wirst.
Na, vielleicht hast du recht, Kisho. Aber ich habe weder eine Ahnung, wer dieser Y sein könnte, noch wie ich ihn um die Ecke bringen soll. Wir essen erst einmal was. Ich werde es heute Abend mit den Pillen versuchen. Pass auf dich auf. Nein, du wirst auf mich aufpassen. Was? Was meinst du damit? Ich werde sie hier nehmen und du wirst mich beobachten und mir folgen, falls nötig. Wenn du das möchtest. Aber ich kann dir nichts garantieren. Wenn es hart auf hart kommt, bist du für dich selbst verantwortlich. Hier, das habe ich heute mitgebracht. Ich hatte keine Lust, hier noch was zu kochen. Danke. Na? Wieder nüchtern? Was ist los? Habe ich irgendwas gemacht? Klavier gespielt. Hat ab und zu echt genervt. Also bin ich nicht los und habe Y gefunden? Nur das Ende meiner Geduld. So funktioniert es also auch nicht. Tut mir leid, mein Freund. Ich werde es nochmal versuchen. Diesmal nehme ich sie nicht beim Piano. Habe ich es geschafft? Wo ist Kisho? Morgen. Ja, guten Morgen. Ich muss auch gleich schon wieder los. Was hast du da an? Klamotten. Kisho, geh ran. Was willst du hier? Na, meine Belohnung natürlich. Die bekommst du natürlich erst dann, wenn der Auftrag erledigt ist. Also, habe ich Y gar nicht umgebracht? Natürlich nicht. Verschwinde. Ist da mit ihm alles in Ordnung? Na klar. Ja. Er ist nur so häufig nicht da und ich weiß nicht, ob er über die Sache mit Luisa schon weg ist. Lass ihm mal seine Freiheiten. Na, ich mache mir halt Sorgen. Und ich glaube, er nimmt immer noch diese Pillen. Und so langsam verliert er sich. Er verliert sich? Ja, er weiß schon gar nicht mehr wirklich, wer er ist. Und sowas endet mit Identifikationsproblemen. Wie gesagt, lass ihn einfach in Ruhe. Ich glaube, das braucht er. Er braucht keinen Mitbewohner, der ihm die ganze Zeit hinterher rennt und Fragen stellt. Ja, er hat nun mal kein Geld und keine Wohnung. Und ich bin sein Freund und ich möchte ihm in seinem Leben helfen. Aber er hat jetzt einen Job und wird sich sicher bald eine Wohnung kaufen. Dann bist du ihn los und hast auch kein Recht mehr, ihm hinterher zu schnüffeln. Hinterher schnüffeln? Das tue ich doch gar nicht. Ich mache mir Sorgen. Was ist bloß aus euch geworden? Ihr fangt schon an, in eurer eigenen kleinen Welt zu leben und macht euch keine Sorgen um die Zukunft und dass das nicht so weitergehen kann, oder? Robert, beruhig dich. Du fantasierst schon wieder. Man nennt mal wieder mit dir zu reden. Auf Wiedersehen. Robert, bleib stehen. Hey! Hey, Timo. Wieso bist du nicht rangegangen? Ich habe dich schon so oft angerufen. Ja, egal. Wo warst du denn die Nacht? Bist du mir nicht gefolgt? Ah, nein. Bei Robert in meinem Bett. Und ich hatte die X-Sachen an. Ja, ich weiß nicht. Dachte ich, aber Z meinte, der Job sei noch nicht erledigt. Ja, es hat jetzt schon zum zweiten Mal so nicht geklappt.
Ich werde so versuchen, wie du es mir gesagt hast. Ja, bitte stör mich nicht. Ich sag dir dann Bescheid, wenn ich was rausgefunden habe. Ja. Bis dann. Was ist bloß aus Kisho geworden? Was denkt er sich, als ob ich Timo so alleine lassen würde? Ich werde jetzt zu ihm gehen, mit ihm reden und ihm helfen. Hey Timo, Entschuldigung, dass ich störe, Ich hab aber... doch gesagt, du sollst anklopfen! Mann! Ich habe ein bisschen was herausgefunden. Kannst du herkommen? Ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann. Klar, ich habe mich gerade sowieso gefragt, was du wohl treibst. Ich bin gleich da. Robert kam herein. Robert hat es gesehen. Ach, was soll denn Robert schon ausrichten? Der versteht doch sowieso nicht, was du hier machst. Ja, vielleicht hast du recht. Ich mache mir zu viele Sorgen. Also, ich habe hier alles miteinander verknüpft, was ich über Y herausfinden konnte. Aber es gibt mir immer noch keinen Aufschluss über seinen Aufenthaltsort oder seine wahre Identität. Beeindruckend. Z meinte, Y habe eine Liste gestohlen, auf der die Namen aller Agenten der Organisation seien. Meinst du, mein Name ist dort auch vermerkt? Dann wüsste Y schon, wo ich bin. Ach was, bestimmt wäre er schon längst hier gewesen. Bestimmt bist du zu neu, um dort aufgelistet zu sein. Ja, ich hoffe, du hast recht. Was bedeutet diese Verknüpfung hier? Also. Im Ausland hat ein Mann mit einem weißen, blutverschmierten Mantel für Aufregung gesorgt. Er verschwand, wie er auftauchte. Plötzlich und unerwartet. Die lokale Polizei ist ratlos und hat keine Spur, die auf die Identität des mysteriösen Mannes schließen lässt. Falls ihr Hinweise zu mir... Es passt einfach nicht. Wo rein? In alles. Ich bin jetzt auf dem Weg durchgegangen. Alle anderen Dinge haben Sinn ergeben, aber das? Hä? Y im Ausland? Was hat er vor? Hör zu, Timo. Ich bin gerade echt nicht auf einen Überraschungsbesuch vorbereitet. Ich muss gleich auch schon wieder... Ja, du musst zur Arbeit, ich weiß. Ich weiß nur nicht, wie ich damit umgehen soll. Timo. Ich kann dir in der Sache echt nicht viel helfen. Ich kann mich ein bisschen für dich umhören. Aber mehr als du sowieso schon weißt, wird da bestimmt nicht bei rauskommen. Ist in Ordnung. Kannst du mich wenigstens mitnehmen und mich dann wieder zurückbringen? Klar. Komm, aber beeil dich. Alle anderen Sachen deuten nämlich darauf hin, dass Y hier irgendwo in der Nähe sein muss. Fuck, da ist Luisa! Wo? Ist sie das? Hübsch. Ich kann verstehen, warum du es nicht einsehen willst. Ey, viel Erfolg, ne? Bis dann. Scheiße. Ich habe noch gar nichts gegessen, ey. Robert? Robert, hast du kein Essen gemacht? Wo ist denn der schon wieder? Mann. Ich verstehe doch sowieso nicht, was du hier machst. Klamotten. Er braucht keinen Mitbewohner, der ihm die ganze Zeit die
Ich rate dir erst einmal niemand sonst. Wo ist das euch geworden? Timo, wenn du dir schon nicht von mir helfen willst. Was soll der Scheiß? Was zum... Das kann nicht sein. Serienmörder schlägt schon wieder zu. Was soll denn... Was ist... Fuck. Hallo? Timo, ich mache eben was zu essen. Bist du da? Nein. Hat sich sie nicht abgeschlossen? Was hast du da an? Klamotten. Leider habe ich immer einen Plan B. Was zum... Bin ich hier wieder eingeschlafen? Timo! Was zur Hölle tust du hier? Na, ich bin doch gestern mit zu dir gekommen. Gestern? Was redest du? Na, ich hab dir die Wand über Y gezeigt und danach sind wir hierher. Wieso wunderst du dich, dass ich hier bin? Bist du drauf? Nein, Mann, wieso? Das war vorgestern. Was? Du warst gestern Mittag hier und hast mir so einen Zeitungsartikel gezeigt. Und dann habe ich dich nach Hause gebracht und ich bin zur Arbeit. Danach haben wir uns nicht mehr gesehen. Du meinst, gestern war vorgestern? Ja, nee, für dich vielleicht, du Idiot. Heißt das, dass ich mich nicht mehr an gestern erinnern kann? Habe ich Drogen genommen oder was? Kein Plan. Kann durchaus sein, oder? Diese Schwärze. Das war schon zweimal so. Was? Na, einmal als ich im Wald war. Und das andere Mal, als ich bei Z war. Aber da konnte ich mich doch eigentlich an alles erinnern, oder? Ich erinnere mich auch. Du wusstest noch, dass wir Roller gefahren sind. Ja, genau. Naja, ich werde dich nicht länger stören. Tut mir leid, dass ich dich so erschreckt habe. Ich gehe lieber nach Hause und versuche, meine Erinnerung zurückzubekommen. Klar. Halt mich auf den Laufenden. Hey, Hey, hast Hunger? Ist gleich fertig. danke. Wie geht's denn so? Setz dich doch schon mal. Ah, nicht so gut. Ich habe so komische Kopfschmerzen. Wieso? Was ist passiert? Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht genau. Bin aufgewacht und dachte, heute sei gestern. Ganz komisches Gefühl. Vielleicht muss ich mich einfach mal wieder richtig ausschlafen. Sonst fällt es mir doch auch nicht so schwer. Was denn? Ach, wieso ist es zu flüssig? Ich muss auch etwas Sahne zu tun. Du kannst schon die Nudeln auf den Tisch stellen. Die sind fertig. Ich werde es niemals schaffen. Ich bin ein Versager.
kann es nicht. Was soll das heißen? Ich habe herausgefunden, wer X ist. Und wieso ist er dann noch nicht tot? Es tut mir leid. Ich versuchte es, aber ich konnte es nicht. Ich werde es nicht tun. Y! Du weißt, dass das Konsequenzen haben wird. Ja. Aber wie soll ich das machen? Ich werde ihm Lilith abnehmen, aber ich werde ihn nicht töten können. Oh nein! Das Y! Ich werde nicht zulassen, dass noch mehr Agenten getötet werden. Er wird Z umbringen! Robert? Oh. Leider habe ich immer einen Plan B. Klamotten? Du! Gib auf, Timo. Du hast keine Chance. Ich werde erst aufgeben, wenn ich dich tot sehe! Unterschätz mich nicht. Ich könnte dich mit verbundenen Augen töten. Pah, dass ich nicht lache. Du erkennst den wahren Feind nicht. Dafür erkenne ich aber den falschen Freund. Seth, ich werde diese Mission auf keinen Fall... Du hast Q umgebracht! Q war mein Freund! Du warst es, X. Zed, was redest du denn da für ein Blödsinn? Y hat ihn nicht getötet. Du warst es. Aber du hast doch Ich gesagt, habe gelogen. Nein, ich war das nicht. Wie kommst du darauf? Du persönlich hast es mir erzählt. Ich wüsste doch wohl, wenn ich dir so einen Scheiß erzählt Du hätte. plapperst eben viel, wenn du high bist. Wieso, was sollte ich? Ich war nie mit dir. Idiot. Kisho? Ich verstehe das nicht. Du hast mir so viel erzählt, Timo. Ich habe dir vertraut! Jetzt sei doch endlich mal still! Was ist jetzt mit Q passiert? Nun, es war ganz leicht.
Ich? Q? Luisa? Das kann nicht sein. Warum tust du mir das an? Da ist noch mehr, was du anscheinend vergessen hast. Ich habe dir ja schon am Anfang gesagt, dass du ein Meister im Töten bist. Nun ja, das erste Mal, dass ich es miterleben durfte, war in dieser Nacht, als wir zusammen high waren. Du hast doch mit Luisa geredet, oder? Hey, komm her, du. Und immer wieder hat das was mit deiner ach so tollen Luisa zu tun. Halt den Mund! Soll ich dir mal etwas über Luisa erzählen? Du weißt ja schon, dass sie eine Schlampe ist. Aber weißt du auch, dass sie nur wegen mir mit dir zusammen war? Sei ruhig. Ich habe sie zu dem gemacht, was sie ist. Sie war einst meine Freundin. Ich muss schon sagen, es hat alles perfekt funktioniert. Ich befahl ihr, sich mit dir zu treffen. Ich konnte sie nicht mehr ausstehen. Aber sie war der perfekte Katalysator für meinen Plan. Ich brauchte immerhin einen neuen Spitzenagenten. Und ich sah sehr viel Potenzial in dir. Aber sie hielt es anscheinend nicht lange mit dir aus. Sie traf sich wohl nebenbei mit anderen. Und du hast es nicht gemerkt. Gut für mich. Denn als du es herausgefunden hattest, hast du dich mir vollkommen hingegeben. Mein X ist geboren. Du krankes Schwein! Ich verachte dich! Wie du mit dem Leben spielst, ist grausam! Er ist böse, ja. Aber er ist auch stark. Unterschätze ihn nicht, du hast nicht deine vollkommene Kraft. Und nun setzt die Show fort. Einer von euch beiden muss sterben. Ich wusste es. Es gibt gar keine Liste, habe ich recht? Schlaues Kerlchen. Du hast mich belogen. X ist ganz offensichtlich ein befreundeter Agent. X, Y und ich heiße Z. Wie dämlich seid ihr beide eigentlich, dass ihr nicht darauf kommt, dass wir alle einer Organisation angehören? Wieso willst du zwei deiner Agenten töten? Das ist dämlich! Ich habe meine Gründe. Also, fangt an. Du mieses Arschloch! Du wirst jetzt X angreifen. Das werde ich nicht. Genauso wie ich nicht hätte Q anrühren können. Nun rück schon damit raus. Aus welchem Grund solltest du zwei deiner Agenten miteinander kämpfen lassen? Es gibt eine weitaus größere Organisation als diese. Ich unterliege seinem Befehl. Vor ein paar Tagen forderten sie den besten Agenten jeder Organisation. Den besten. Ich hatte 2. Ich erhielt den Auftrag, euch kämpfen zu lassen. Also erfand ich die Liste. Nun gut, wenn ihr es nicht schafft, muss ich es wohl machen. Leider habe ich immer einen Plan B. Was? Nein. Nein!
Hey, yeah. Come on, and everybody now. Yeah, it started with a joke and ended as a movie. The idea of this project lived in our mind. It made us pretend the joy that we find. Protect the fantasy combined with the passion. The session is flashing you. Music in our hands, the chance to come like Tarantino, composing like a Zimmer, and acting as we can. So, writing dialogues, looking for places, spending time to live our dream, taking from sky, bring it to life and finish till we die. Pushing for the whole world, and for you and me, you know that I am here. In a group of three, no one will ever stop us. This franchise lasts till someone says stop, I'ma kill him fast. I felt like you here, boy, sick on me, better run in the chick calls. Everyone breaks your neck, no spares. Who the fuck are you? Blue moments of life, never deny, all the time, license to die. Stand up and run, find a gun, give you advice. The top of a gen, it was set up in Kalena. Now we stand here full of pride, nothing to hide, bigger than ever. Never stop dreaming a dream and living our life, being ourselves, we're climbing up the stairs to the sky. Pushing for the whole world, and for you and me, you know that I am here. In a group of three, no one will ever stop us. This franchise lasts till someone says stop, I'ma kill him fast. Timer stehen auf 4. Pushing for the whole world, and for you and me, you know that I am here. In a group of three, no one will ever stop us. This franchise lasts till someone says stop, I'ma kill him fast. Pushing for the whole world, and for you and me, you know that I am here. In a group of three, no one will ever stop us. This franchise lasts till someone says stop, I'ma kill him fast. Pushing for the whole world, yeah. For you and me, you know that I am here. And no one will ever stop us. Never stop us. Someone says stop, And we kill him fast. Jetzt brauchen wir noch ein Ende. Ja, ist fertig. Das war's. Das war's. It started with a joke and ended as a movie. Oder? Leute, wenn ihr nicht nach Hause geht, ne, dann sitzt er hier noch tagelang. Wir müssen jetzt schon alle raus. So, wir haben den Saal auch nicht ewig, ne? Ja, mal raus. Ja, Mach den Film aus. ja, da sitzt dieser Spasti noch. Hallo, Spasti, geh mal raus. Ja, das bist du. Achso, oh fuck. Du musst. So, dann.